Es ist die Wahrheit, dass jeder Mensch zur Wahrheit stehen müsste. Und dieses ist mein Aufruf an jeden meiner Nächsten, dass auch er zur Wahrheit steht, dass auch er das Gute liebt. Natürlich ist dem so, dass das Erdenleben das schwerste Leben überhaupt ist. Der Mensch ist hier auf dieser Erde fast wie ein Gefangener und doch ist er frei. Denn die Freiheit, dass er sich hier frei bewegen kann, hat Gott ihm, jedem Menschen, ganz freigestellt. Und dazu hat er uns so einen wundervollen Körper für dieses eine Erdenleben verliehen. Wir müssen ihn achten und ehren und müssen ihn schätzen lernen. Das Wichtigste aber ist, dass wir uns selbst erst erkannt, sodass wir dann dazu übergehen können, um unseren Körper zu erkennen. Und damit wir da dann auch wissen, was wir unserem Körper zu geben, was wir unserem Körper zu bieten, indem wir uns nicht verschließen, sondern indem wir uns dem öffnen, zu dem wir gehören. Und das ist und bleibt nur Gott. Denn Gott hat wirklich für uns, für jedem Lebewesen, die Kraft dazu bestimmt. Hier kommt es nur auf jeden einzelnen Menschen an, wie er selbst gewillt ist, das Gute in sich, in seinem Körper aufzunehmen. Und wie wenn der Mensch von dem Unheil behaftet ist, wenn sein Körper gestört ist, so kann diese Störung dadurch beseitigt werden, indem der Mensch die genügende Kraft in sich aufnimmt, indem er sich frei macht von all dem, das er als Übel in seinem Körper empfunden hat. Er kann frei werden. Er soll nur nicht weiterhin das Göttliche versuchen, mit dem Verstand aufzunehmen, sondern das kann er nur mit dem Gefühl in sich aufnehmen. Aber nicht früher wird es sein, so er sich selbst erkannt und so er weiß, was für ihn das Erdenleben hier bedeutet. Wie er sich wirklich zu dem zu bewegen hat, zu dem er gehört. Verfallen Sie nur nicht in den Unglauben, dass Gott zu uns gehört. Nein, Freunde, wir gehören zu Gott. Und das ist ein ganz großer und sogar krasser Unterschied. Die Menschen bisher in dem Glauben lebten, dass Gott zu uns gehört. Es ist eine Überheblichkeit, wo der Mensch noch nicht darüber nachgesonnen, was er so dahergesprochen, und wo er sich in einem Glauben versetzt, der nicht zu dem Guten, nicht zu Gott gehört. Wer sich erhöht, wird erniedrigt. Wer in einer Einbildung lebt, ja, da muss ich sagen, der baut nur Luftschlösser, da ist nichts. Er hat die Pflicht und die Schuldigkeit, erstmal für sein Wohl, für sein Heil zu sorgen. Er soll nicht immer wieder Gedanken in sich aufnehmen, die womöglich von der bösen Gedankenwelt herkommen. Denn diese Gedanken werden ihm wirklich zum Bösen führen. Wir Menschen haben es nicht nötig, nicht einer wie der andere, nur auf Menschen zu hören. Sehr, sehr nötig haben Menschen es, auf Gott zu hören. Aber das Wie, ja, das ist die große Frage. Jeder steht hier wie vor einem Rätsel. Wie wenn Menschen das rein, sie würden sagen, instinktiv getan oder rein gefühlsmäßig, oder dass ihm plötzlich ein Gedanke gekommen, tue dieses, tue das und tue jenes. Und der Mensch sofort dieses als gut empfindet und zur Tat übergeht. So wird er das erreichen, weil er ja derjenige ist, welcher, der das wirklich tut. Denn zum Tun, das heißt tun und wollen, das ist auch ein Unterschied. Diesen Willen, den der Mensch hat, wo er das Gute erwartet, so muss er den göttlichen Willen haben. Diesen göttlichen Willen in sich aufnehmen. Und dennoch geschieht nichts, wenn er nicht sofort zur Tat übergeht.
Er muss es einfach tun. Wie oft habe ich da meine Mitmenschen gesprochen, die da gesagt, ich weiß nicht, das kam so plötzlich, mir kam der Gedanke, dass ich das tue. Und dabei denke ich jetzt, davon könnte ich Ihnen Hunderte unserer Mitmenschen aufzählen, wie sie mir das Nacht berichtet, dass sie doch zum Heil geführt wurden.